Deutsch lernen durch Hören. Deutsche Volksmusik. Laura und Marco wohnen seit kurzem in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt. Über ihnen wohnt Familie Meier mit 3 Kindern. Die hören sie sehr gut, sie sind lebhaft. Aber das stört Laura und Marco nicht. Sie finden, Kinder müssen auch mal laut sein dürfen. Neben ihnen lebt Herr Weber. Er ist schon alt und manchmal kommt er ihnen etwas seltsam vor. Vor allem seine Musik finden die beiden merkwürdig. Er hört nämlich deutsche Volksmusik. Am liebsten mag er Wanderlieder. Das wissen alle Nachbarn, denn Herr Weber dreht die Lautstärke immer sehr hoch. Das muss er tun, denn er hört nicht mehr gut. Herr Weber erinnert sich durch diese Musik an seine Jugendzeit. Damals hat man oft gemeinsam gesungen. Es waren Lieder, die jeder kannte. Man nennt das Volksmusik. Viele alte Menschen in Deutschland lieben diese Musik. Sie kennen alle Texte auswendig. Heute übertreibt es Herr Weber allerdings etwas. Es ist Sonntagabend. Laura möchte gerne den Tatort sehen. Ohne Tatort ist es kein Sonntag. Marco schaut auch gern den Krimi mit an. Aber sie verstehen kein Wort, denn Herr Weber hört Volksmusik. Das Wandern ist des Müllers Lust, hört man durch die dünne Wand. Sie können hören, dass Herr Weber sehr laut mitsingt. Dazu klopft er den Takt mit seinem Gehstock. Oh nein, das geht aber gar nicht. Laura ist verärgert. Es kommt Tatort aus Münster, da muss man genau zuhören, sonst versteht man die Witze nicht. Sie steht auf und klingelt bei Herrn Weber. Der macht aber nicht auf. Er hört das Klingeln nicht, weil seine Musik zu laut ist. Laura geht auf den Balkon. Sie will von dort aus Herrn Weber mit Winken auf sich aufmerksam machen. Herr Weber sieht sie und winkt fröhlich zurück. Das Wandern, singt er und lacht. Laura, lass es gut sein. Ich wollte sowieso lieber in den Biergarten. Das Wetter ist doch herrlich. Den Tatort schauen wir uns morgen in der Mediathek an. Marco holt ihre Jacken und zieht Laura aus der Wohnung. Ich lade dich ein.